Hallo und herzlich willkommen. Hallo auch von mir. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist Tag 54. Wir lernen ja jeden Tag 15 neuer Wörter. Das ist wirklich toll. Genau. Bis Tag 60 bleiben wir hier auf Niveau A2 und danach gehen wir gemeinsam auf das nächste Level, B1. Das wird spannend. Ja, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Eine kleine Erinnerung für dich. Du kannst ja auch die Shadowing-Technik benutzen. Das heißt, Wiederhole die Sätze laut nach uns. stimmt, Wiederholung hilft wirklich sehr beim Lernen. Sprich einfach alles nach. Das ist super für deine Aussprache und damit du dir die Wörter besser merkst. Das Thema für heute ist Grundwortschatz Gefühle. Speziell für euch, für Deutschlernende auf Niveau A2. Gefühle sind ja, wirklich wichtig im Alltag. Und wir helfen dir, 15 wichtige Wörter zu diesem Thema zu verstehen und anzuwenden. Es ist gut, wenn man über seine Gefühle sprechen kann, finde ich. Absolut. Und wenn wir alle 15 Wörter richtig gut und klar erklärt haben, erzählen wir euch am Ende eine kleine Alltagsgeschichte. So siehst du dann, wie die Wörter zusammen funktionieren und im Kontext verwendet werden. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Okay, dann lass uns anfangen. Das erste Wort ist ein Substantiv. Die Überraschung. Ah, die Überraschung. Auf Englisch bedeutet das Surprise. Eine Überraschung ist halt etwas Unerwartetes. Genau. Ein ganz einfacher Satz ist zum Beispiel: Das war eine schöne Überraschung. Stell dir vor, Freunde kommen spontan zu Besuch. Das ist dann eine Überraschung. Stimmt. Und wenn wir schon bei der Überraschung sind, passt das Verb dazu auch gut. Überraschen. Ja, überraschen. Das bedeutet auf Englisch to surprise. Und die Perfektform ist hat überrascht. Zum Beispiel, er hat mich überrascht. Vielleicht hat er ein kleines Geschenk mitgebracht, das du nicht erwartet hast oder so. Ja, das ist nett. Wenn man überrascht ist, ist man vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Das ist ein Adjektiv. Aufgeregt. Genau. Auf Englisch kann man sagen excited oder agitated. Es beschreibt so ein Gefühl von innerer Unruhe, oft vor etwas Besonderem. Ein Satz dazu. Die Kinder sind vor der Party sehr aufgeregt. Sie können es kaum erwarten, dass es losgeht. Sie sind, ja, voller Vorfreude. Oh ja, das kenne ich gut. Aber nicht jede Überraschung ist ja positiv. Manchmal gibt es auch die Enttäuschung. Das ist wieder ein Substantiv. Die Enttäuschung. Auf Englisch heißt das Disappointment. Das ist das Gefühl, wenn etwas nicht so ist, wie man es sich gewünscht oder vielleicht gehofft hat. Genau. Zum Beispiel, die Enttäuschung war groß. Vielleicht hat man sich auf schönes Wetter gefreut und dann regnet es den ganzen Tag. Ja, das ist schade. Ein anderes, oft eher trauriges Gefühl ist die Trauer. Das ist auch ein Substantiv. Die Trauer. Das bedeutet auf Englisch Sadness oder Grief. Ein sehr tiefes Gefühl von Kummer, zum Beispiel, wenn man sich von jemandem verabschieden muss. Ja, das stimmt. Ein Satz dazu wäre: Nach dem Abschied fühlte sie tiefe Trauer. Das zeigt, wie intensiv dieses Gefühl sein kann. Stinkt. Und manchmal ist man auch wütend oder, unzufrieden. Dann kann man sich ärgern. Das ist ein Verb, genauer gesagt ein reflexives Verb. Genau. Sich ärgern. Auf Englisch heißt das to get angry or to be annoyed. Die Perfektform ist hat sich geärgert. Man kann sich ja über viele Dinge ärgern. Zum Beispiel: Ich ärgere mich über den Lärm. Oder im Perfekt: Er hat sich über den Stau geärgert. Ja, das passiert leider oft im Alltag, oder? Ein anderes unangenehmes Gefühl: Manchmal ist man auch nervös. Das ist ein Adjektiv. Nervös? Auf Englisch heißt das nervous. Man fühlt sich angespannt, unsicher, vielleicht vor einer Prüfung oder einem wichtigen Gespräch. Ein Beispiel, das bestimmt viele kennen: Ich bin vor Prüfungen immer nervös. Das Herz schlägt dann irgendwie schneller. Das kenne ich auch nur zu gut. Und Nervosität hängt oft zusammen mit Stress. Das ist das nächste Wort. Ein Substantiv, der Stress. Der Stress. Auf Englisch ist das ganz einfach. Stress. Es beschreibt dieses Gefühl von Druck oder Überforderung. Zum Beispiel, ich habe heute viel Stress bei der Arbeit. Wenn man zu viele Aufgaben hat. Und? Ja, genau, und zu wenig Zeit. Puh, Stress ist echt ein wichtiges Thema. Wir haben jetzt schon 8 Wörter gelernt. Bevor wir mit den nächsten weitermachen. Ja, vielleicht eine kurze Info. Wenn dir diese tägliche Dosis Deutsch gefällt, dann abonniere doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Genau, das würde uns sehr freuen und hilft uns auch.
Okay, weiter geht's. Was kann man denn gegen Stress tun? Man kann sich entspannen. Das ist ein sehr wichtiges Verb. Stimmt, sich entspannen. Auf Englisch heißt das to relax. Es ist auch ein reflexives Verb und die Perfektform ist hat sich entspannt. Es bedeutet etwas zu tun, um wieder ruhig zu werden. Zum Beispiel, am Wochenende habe ich mich im Garten entspannt. Einfach mal die Ruhe genießen und nichts tun. Ja, das klingt gut. Und wenn man sich entspannt hat, dann ist man entspannt. Das ist das passende Adjektiv dazu. Entspannt. Auf Englisch heißt das relaxed. Es beschreibt den Zustand, wenn man ruhig und gelassen ist, also ohne Stress. Ein Satz dazu. Nach dem Urlaub bin ich ganz entspannt. Alle Sorgen sind wie weggeblasen sozusagen. Das ist ein schönes Gefühl. Entspannung hat oft mit Ruhe zu tun. Das ist unser nächstes Substantiv. Die Ruhe. Die Ruhe. Auf Englisch kann man sagen Calmness, Peace oder auch Quiet. Es beschreibt einen Zustand ohne Lärm, ohne Hektik. Einfach Stille. Ich zum Beispiel genieße die Ruhe am Abend, wenn alles still ist im Haus. Das ist sehr angenehm. Absolut. Und wenn man entspannt ist und Ruhe hat, dann fühlt man sich oft zufrieden. Das ist ein Adjektiv. Zufrieden. Auf Englisch bedeutet das content oder satisfied. Man ist glücklich mit der Situation, so wie sie gerade ist. Man braucht im Moment nicht mehr. Ein Beispielsatz wäre, sie ist zufrieden mit ihrer Arbeit. Sie macht ihre Arbeit gern und fühlt sich gut dabei. Das ist schön. Manchmal ist man aber nicht zufrieden oder man wünscht sich etwas für die Zukunft. Dann kann man hoffen. Das ist ein Verb. Hoffen. Genau. Auf Englisch heißt das to hope. Die Perfektform ist hat gehofft. Es bedeutet, dass man einen Wunsch für die Zukunft hat, dass man etwas Positives erwartet. Zum Beispiel, ich hoffe, das Wetter wird morgen besser. Oder im Perfekt, sie hat gehofft, dass er anruft. Hoffnung ist wichtig, klar. Ein anderes positives Gefühl hängt mit dem Verb sich freuen zusammen. Auch das ist reflexiv. Genau, sich freuen. Auf Englisch kann man sagen to be happy, to be pleased oder auch to look forward to. Die Perfektform ist hat sich gefreut. Man kann sich über etwas freuen, das gerade passiert, oder auf etwas, das in der Zukunft liegt. Zum Beispiel, ich freue mich über das gute Ergebnis. Oder im Perfekt, das Kind hat sich sehr über das Geschenk gefreut. Ja, Freude ist ein schönes Gefühl. Und unser letztes Wort für heute passt gut dazu. Es ist ein Adjektiv. Freundlich. Freundlich. Auf Englisch ist das friendly. Es beschreibt eine Person, die nett, offen und sympathisch zu anderen Menschen ist. Ein Satz zum Schluss. Der neue Kollege ist sehr freundlich. Er lächelt oft und ist hilfsbereit. Super. Das waren unsere 15 Wörter zum Thema Gefühle für heute. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Finde ich auch. Und wie versprochen kommt jetzt eine kleine Geschichte, in der die Wörter vorkommen. Hör gut zu, dann kannst du die Wörter nochmal im Zusammenhang sehen. Okay, also. Gestern war Paul sehr nervös. Er hatte ein wichtiges Treffen bei seiner Arbeit. Der viele Stress in den letzten Tagen machte ihn ziemlich aufgeregt. Er lief im Büro hin und her, konnte kaum still sitzen. Seine Kollegin Anna bemerkte das. Sie ist eigentlich immer sehr freundlich und ging zu ihm. Sie sagte ihm, dass er das gut machen wird. Paul hat gehofft, dass sie recht hat und das Treffen gut laufen würde. Er war sich nicht so sicher. Im Treffen gab es dann eine riesige Überraschung. Der Chef präsentierte ein ganz neues Projekt und Paul sollte es leiten. Wow, Paul war wirklich total überrascht. Hatte sich aber kurz geärgert, weil er sofort sah, okay, das Projekt ist sehr groß und kompliziert. Da kam dann schnell auch Enttäuschung auf, weil er dachte, oh nein, das ist vielleicht zu schwer für mich. Er fühlte sogar einen Moment kurze Trauer, weil er Angst hatte zu versagen. Nach dem Treffen brauchte Paul erst einmal Ruhe. Er hat sich lange im Park entspannt. Er saß auf einer Bank, hat tief durchgeatmet und nachgedacht. Ja, das war gut. Am Abend war er dann wieder viel entspannter. Er hatte eine Entscheidung getroffen. Er nimmt die Herausforderung an. Und jetzt war er zufrieden mit der Situation. Die Überraschung war also am Ende doch positiv. Er rief Anna an. Er hat sich gefreut, ihr von seiner Entscheidung zu erzählen. Und Anna war dann auch überrascht, wie motiviert Paul jetzt klang. Eine schöne Wendung, oder? Ja, absolut. Das war unsere kleine Geschichte. Hast du die Wörter wiedererkannt?
Sie zeigen ja, wie viele verschiedene Gefühle man an einem Tag haben kann. Jetzt bist du dran. Genau. Schreibt doch bitte eure Sätze mit diesen Wörtern in die Kommentare. Versucht mal, über eure eigenen Gefühle zu schreiben. Vielleicht eine kleine Situation. Wir lesen sie wirklich gerne. Ja, unbedingt. Und natürlich, abonniert den Kanal und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr und zeigt uns, dass es euch gefällt. Und vergesst nicht, das Thema von morgen ist auch ein sehr spannendes Thema Arbeit. Da sprechen wir über wichtige Wörter rund um Beruf, Arbeitsplatz und Kollegen. Das ist sicher nützlich für viele von euch. Also, bleibt unbedingt dabei. Für heute sagen wir Tschüss und bis morgen. Mach's gut und viel Erfolg beim Weiterlernen. Bis bald.